Hallo allerseits und willkommen zum 6. Teil meines Bauberichts zum Diorama mit dem Titel Der Zusammenstoß. In den beiden vorausgegangenen Teilen haben wir uns um die Lackierung und Alterung der beiden Panzermodelle gekümmert. In diesem Video geht es um das BMW R12 Motorrad und um die Figuren. Fangen wir mit dem Motorrad an. Um die Handhabung während des Lackierungs- und Alterungsprozesses zu verbessern, klebe ich einen Nagel auf die Unterseite des Beiwagens. So müssen wir das Modell nicht immer direkt anfassen, denn das ist sehr bruchgefährdet. Wenn man das Ganze dann auch noch auf einen Holzklotz steckt, hat man gleich einen praktischen Griff. Wie die anderen Fahrzeugmodelle auch, wird das Motorrad zuerst mit schwarzer Acrylfarbe von Revell grundiert. Danach folgt ein Farbauftrag mit Revell Matt 78 Panzergrau, eine, wie ich finde, sehr treffende Farbe für die graue Farbgebung der Fahrzeuge der deutschen Wehrmacht. Damit wäre dieses kleine Modell auch schon soweit vorlackiert und wir können uns der Detailbemalung zuwenden. Hier gibt es einiges zu tun. Der Motorblock wird mit Revell Matt 99 Aluminium bemalt. Da der Motor an diesem Modell rundherum gut sichtbar ist, sollte man hier besonders sorgfältig vorgehen. Als nächstes folgt ein Farbauftrag mit Revell Matt 9 Anthrazit, eine Farbe, die sich für sehr viele Bereiche an diesem Modell verwenden lässt. Mit dieser Farbe bemale ich die Gehäuse der Gangschaltung, die Reifen, die Griffe am Lenker, die Sitze sowie die Taschen. Für die roten Rücklichter verwende ich gerne Farben von Vallejo oder Andrea, da deren Farbtöne wesentlich intensiver sind als die von Revell. Die Abgasrohre bemale ich mit Matt 84 Lederbraun von Revell. Auch diese Farbe kann im Militärmodellbau sehr vielseitig eingesetzt werden. Zum Beispiel lackiere ich damit sehr gerne die Ketten von Panzermodellen. Ich neige dazu, die Zuladung und diverse Ausrüstungsgegenstände bereits lange vor der Lackierung an das Modell zu kleben. Diese Sachen werden im Zuge der Detailbemalung ebenfalls vorsichtig bemalt. Mir liegt diese Vorgehensweise und ich finde es auch nicht komplizierter, als alles separat zu bemalen und erst zu einem späteren Zeitpunkt ans Modell zu kleben, aber das ist auch nur meine Meinung. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Das MG34 wird mit einer 50-50-Mischung aus Revell Matt 9 Anthrazit und Matt 91 Eisen bemalt. Das ist eine sehr passende Farbe für Gewehre und Werkzeuge, die man häufig verwenden kann. Ich habe mir davon schon gleich eine eigene Farbdose angemischt. Das Schulterstück wird mit Matt 84 Lederbraun bemalt, für die Gurttrommel kommt Matt 66 Olivgrau zum Einsatz. Damit wäre die Detailbemalung des BMW R12 Motorrads abgeschlossen und wir können mit den Abziehbildern weitermachen. Für ein gutes Ergebnis ist meiner Meinung nach ein Weichmacher für die Abziehbilder unabdingbar. Es gibt dafür verschiedene Produkte auf dem Markt, ich benutze sehr gern Microsol. Eigentlich wollte ich die Abziehbilder des Bausatzes verwenden, aber schon nach wenigen Sekunden nach dem Kontakt mit Wasser zerbröselten die Abziehbilder einfach. Das ist sehr schade, solltet ihr also wirklich euch diesen Bausatz von EBG antun wollen, dann sorgt bitte auch dafür, dass ihr ein paar Abziehbilder als Ersatz zur Hand habt. Zum Glück kann ich auf zahlreiche Abziehbilderreste von früheren Projekten zurückgreifen, daher war der Ersatz schnell gefunden. Ich habe einige Abziehbilder von Revell und Svesta verwendet, die haben tadellos funktioniert. Während die Abziehbilder für einige Sekunden im lauwarmen Wasser einweichen, wird die Stelle, an der das Abziehbild später sitzen soll, mit etwas Microsol-Weichmacher benetzt. Anschließend platziere ich das Abziehbild an der gewünschten Stelle, rücke es noch etwas mit der Pinzette oder dem Pinsel zurecht
und benetze es nochmal mit etwas Mikrosol. Durch den Weichmacher schmiegen sich die Abziehbilder sehr eng an die Oberfläche und wirken fast wie auflackiert, was zu einem sehr überzeugenden Ergebnis beiträgt. Es ist im Übrigen nicht unbedingt notwendig, das Modell vorher mit einer Schicht glänzenden Klarlack zu besprühen. Es kann aber auch nicht schaden, wenn man es trotzdem macht. Wesentlich sinnvoller ist es meiner Meinung nach, das Modell nach der Trocknung der Abziehbilder mit einer Schicht Klarlack zu versiegeln. Das schützt die Abziehbilder vor der nun folgenden Alterung. Der Alterungsprozess ist genau der gleiche, den ich auch schon in den vorausgegangenen Videos gezeigt habe. Das Motorrad muss ja schließlich zu den beiden anderen Fahrzeugmodellen passen. Der erste Schritt bei der Alterung ist für mich immer ein dunkles Ölfarbenwash. Das mische ich mir einfach selbst an, aus den beiden Farbtönen Smoke und Bitume von der 502. Abteilung und etwas Feuerzeugbenzin als Verdünner. Natürlich kann man auch diese fertig gemischten Washes von diversen Marken kaufen und verwenden, die Funktionsweise ist im Grunde dieselbe. Das Ölfarbenwash betont die Details und die Vertiefungen, außerdem dunkelt es das ganze Modell etwas ab und simuliert so eine Art Schmutzfilm auf dem Fahrzeug. Wie man sieht, trage ich das Wash auf dem ganzen Modell auf. Man könnte stattdessen aber auch etwas gezielter vorgehen und alle Details einzeln mit dem Wash behandeln. Ich bevorzuge aber die gröbere Methode. Da wir als Verdünner Feuerzeugbenzin verwendet haben, trocknet das Wash binnen weniger Minuten. Bitte den Raum, in dem ihr arbeitet, gut lüften, denn diese Dämpfe sind nicht so gesund. Manchmal bilden sich während der Trocknung recht unschöne Flecken, die wir aber wieder leicht entfernen können. Dazu befeuchte ich einen Flachpinsel einfach mit etwas Feuerzeugbenzin und wische die Flecken einfach weg. Der nächste Schritt der Alterung ist die Darstellung von Lackschäden. Wie auch schon beim Stuck 3 im vorausgegangenen Teil der Serie stelle ich den roten Metallschutzlack der Wehrmachtsfahrzeuge mit dem Farbton German Oxidrot von Lifecolor dar. Diese Farbe tupfe ich einfach mit einem Stück Schaumstoff auf. So entstehen ziemlich überzeugende Lackabplatzer. Man kann diesen Effekt natürlich sehr leicht übertreiben. Deshalb rate ich dazu, sich vornehmlich auf die Kanten und auf die Stellen zu konzentrieren, an denen solche Lackschäden wohl am ehesten auftreten würden. Um den Effekt zu ergänzen, wird das Motorrad auch noch mit etwas Revell Matt 91 Eisen trocken gemalt. Das ist zwar eine etwas altmodische Methode, aber mir gefällt der metallische Glanz, den das Modell durch diesen Schritt erhält. Auch die Verschmutzungseffekte sind dieselben wie beim T34 und beim Stuck 3 Modell. Es soll ja am Ende alles zusammenpassen. Für die Staub- und Schlammeffekte verwende ich wieder etwas feingesiebte, trockene Erde aus dem Garten. Diese wird mit etwas Ponal-Express Holzleim und Wasser vermischt. Je nach Verdünnungsgrad entsteht so ein Dreckwash oder eine Schlammpaste. In diesem Fall genügt uns eine eher dünnflüssige Konsistenz. Ein Tropfen Spüli bricht die Oberflächenspannung des Wassers, das erleichtert den gleichmäßigen Auftrag des Washes. Dieses Dreckwash trage ich anschließend ohne besondere Rücksicht auf dem ganzen Modell auf und damit man nicht so lange warten muss, trockne ich das Modell anschließend vorsichtig mit dem Föhn.
Natürlich sind die Verschmutzungen an einigen Stellen viel zu stark ausgefallen, aber das ist durchaus beabsichtigt. Wir können den Verschmutzungsgrad nun ganz gezielt steuern, indem wir mit einem mit Wasser befeuchteten Pinsel einfach den überschüssigen Schmutz wieder entfernen. Im Zweifelsfall könnte man die Verschmutzung sogar wieder völlig restlos entfernen. Das funktioniert bei den anderen üblichen Alterungsprodukten nicht so gut. Unser Motorrad sieht nun ziemlich staubig aus, was allerdings nicht so gut zu der Umgebung und zu der Jahreszeit passt, die wir auf unserem Diorama darstellen wollen. Deshalb töne ich die getrocknete Erde auf dem Motorrad mit etwas verdünnter Ölfarbe. Dafür eignet sich der Farbton Industrial Earth von der 502. Abteilung sehr gut. Die Erde nimmt die Ölfarbe sehr gut auf und wird dadurch dunkler. Auf diese Weise behandle ich das Motorrad, bis die Verschmutzung der des T34 und des Stuck 3 gleicht, denn alle drei Fahrzeuge waren ja in derselben Gegend und bei gleichen Wetterverhältnissen unterwegs. Zum Schluss entferne ich noch den Nagel, der uns als praktische Halterung gedient hat, und damit wäre die BMW R12 fertig. Jetzt können wir uns um die Bemalung der 12 Figuren kümmern. Eine echte Herausforderung, würde ich sagen. Ich habe schon zuvor kleine Löcher in die Füße der Figuren gebohrt und dort kurze Drahtstücke eingeklebt. Das erlaubt es mir, die Figuren auf Weinkorken zu stecken, was die Handhabung während einiger der nun folgenden Arbeitsschritte verbessert. Zuallererst werden die Figuren mit einer hellgrauen Acrylfarbe von Revell grundiert. Ich verwende hier konkret Matt 43 Mittelgrau. Man könnte die Figuren genauso gut mit schwarzer oder weißer Farbe grundieren, aber Grau hat den Vorteil, dass man eventuell vorhandene Spalten oder Fehler auf der Oberfläche noch gut erkennen kann und ausbessern kann, bevor es dann eben an die eigentliche Bemalung geht. Es wäre ja ärgerlich, wenn man die Figur schon fast zur Hälfte bemalt hat und dann feststellt, dass man noch eine Spalte verspachteln muss. Die Grundierung ist also nicht als Haftgrund zu verstehen,
sondern eher als Test- oder Prüflackierung. Wenn dann alles soweit in Ordnung ist, werden alle sichtbaren Hautpartien, im Regelfall die Köpfe und die Hände, mit Revell Matt 34 Hautfarbe besprüht. Man kann diese Farbe auch mit dem Pinsel auftragen, aber das ist meistens zeitintensiver. Um die Hautpartien als nächstes etwas zu schattieren, kommt nun 710 Flash Second Base von Life Color zum Einsatz. Ich habe diese Farbe mit etwas Wasser verdünnt und trage sie wie ein Wash auf. Das betont die Details der Gesichter und der Hände. Danach werden die Hautpartien noch mit Revell Matt 35 Hautfarbe etwas trocken gemalt, was die einfache, aber effektive Schattierung komplettiert. Als nächstes werden die Gesichter bemalt. Da fange ich immer mit den Augen an. Hierfür sind feine Pinsel essentiell. Mit kaputten Pinseln werdet ihr euch sehr schwer tun bei der Bemalung der Augen. Zuerst lege ich die Augenhöhlen mit schwarzer Farbe aus. Das hilft dabei, die Form der Augen zu definieren. Wir stecken schließlich viel Arbeit in die Bemalung der Augen, daher möchte ich, dass man sie am Ende dann auch deutlich wahrnehmen kann. Anschließend fülle ich die schwarz bemalten Augenhöhlen mit weißer Farbe aus, dabei sollte außen ein möglichst gleichmäßiger schwarzer Rand erhalten bleiben. Das Einsetzen der Pupillen vollendet die Bemalung der Augen. Als Farbtöne eignen sich meiner Meinung nach dunkelbraun oder dunkelblau am besten. Als Rechtshänder ist es ratsam, zuerst jeweils das linke Auge zu bearbeiten und erst danach das rechte Auge. Der Nasenrücken ist nämlich bei der Bemalung des linken Auges etwas hinderlicher, als man es vielleicht meinen könnte. Am Ende sollen die beiden Pupillen auch parallel sein. Das funktioniert für mich einfacher, wenn ich das rechte Auge einfach dem Blickwinkel des linken Auges anpasse, da ich bei der Bemalung des rechten Auges wesentlich mehr Kontrolle habe. Für Linkshänder ist es vermutlich genau andersherum. Wie auch immer, die Augen sind bei der Figurenbemalung der entscheidende Punkt. Wenn hier etwas nicht stimmt, dann leidet das ganze Ergebnis darunter. Als nächstes kommen die Augenbrauen und die Haare an die Reihe. Für die Augenbrauen verwende ich gerne Revell Matt 46 NATO Oliv, ein relativ dunkler Braunton. Bei den Haaren hat man ja naturgemäß einige Freiheiten. Ich finde, dass sich blondes Haar am einfachsten darstellen lässt. Schwarzes Haar sieht meistens etwas weniger überzeugend aus. Damit wären die Gesichter, die größte Herausforderung bei der Figurenbemalung, fertig und wir können uns um die Uniform und die Ausrüstung kümmern. Ich fange da immer zuerst mit den Kopfbedeckungen an. Ich bemale die Kinnriemen mit schwarzer Farbe und die Helme mit Matt 78 Panzergrau. Weiterhin bemale ich die Mützen oder auch solche Dinge wie Kopfverbände. Bei der Bemalung der Uniformen gehe ich im Grunde in der Reihenfolge vor, wie man sich auch anziehen würde. Ich beginne mit den Unterhemden oder den Hemdkrägen, sofern diese sichtbar sind. Danach werden die Feldblusen, Hosen und Mäntel bemalt.
Die Farbgebung der Wehrmachtsuniformen führt gelegentlich zu Streitereien zwischen Modellbauern. Anscheinend sind manche Leute der Meinung, dass es da eine und nur eine Farbe dafür gab. Das ist natürlich kompletter Unsinn und so hat man bei der Auswahl der Farbtöne gewisse Freiheiten. Ich verwende sehr gerne die beiden Farben Matt 66 Olivgrau und Matt 67 Grüngrau, aber auch die Farben Matt 47 Mausgrau, Matt 74 Geschützgrau sowie Matt 79 Blaugrau sind ebenfalls geeignet und können verwendet werden, um die langweilige Einheitlichkeit etwas aufzulockern. Zum Beispiel bemale ich gerne die Feldblusen mit Grüngrau, die Hosen dagegen mit Mausgrau. Auch die Wintermäntel kann man farblich etwas absetzen und mit einem etwas helleren Grauton bemalen. Es gab auch deutsche Uniformen, die einen deutlichen Braunstich hatten oder eher grünlich oder bläulich waren. Von Einheitlichkeit kann also keine Rede sein. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Herstellung der Uniformen nicht in einigen zentralen Fabriken zusammengefasst war, sondern auch viele kleinere und mittelgroße Unternehmen und Schneidereien involviert waren. Ich finde es also wesentlich interessanter, diesem Umstand auch Rechnung zu tragen und die Uniformen mit leicht unterschiedlichen Farbtönen zu bemalen, anstatt alles einheitlich zu gestalten. Das ist einfach realistischer. Als nächstes folgt die Bemalung der Gürtel und der Koppeltragegestelle. Diese bestanden üblicherweise aus geschwärztem Leder, daher verwende ich hierfür die Farbe Matt 8 Schwarz von Revell. Auch hierfür sind gute und feine Pinsel unerlässlich. Dieselbe Farbe lässt sich auch für die Spatentaschen und für die Munitionstaschen verwenden. Danach kommt der Brotbeutel an die Reihe. Beim Heer hatte dieser eine beige oder grüngraue Farbe. Ich verwende hier konkret Matt 45 Hellolive von Revell. Bei der Luftwaffe waren die Brotbeutel im Übrigen blaugrau. Der Bezug der Feldflasche wird mit Revell Matt 84 Lederbraun bemalt. Für die Gasmaskenbüchsen und den Trinkbecher verwende ich Revell Matt 78 Panzergrau. Diese Farbe eignet sich auch für die Munitionskästen. Man sollte sich auch um vermeintliche Kleinigkeiten wie die Beriemung der Feldflaschen kümmern. Diese bemale ich mit Revell Matt 82 Erdfarbe. Die Griffe der Feldspaten bestanden aus Holz, man verwendet am besten irgendeine helle Holzfarbe. Ich habe hier Revell Matt 88 Ocker verwendet. Auch für die Schäfte der Gewehre verwendet man einen braunen Farbton. Ich benutze hierfür gerne Revell Matt 82 Erdfarbe. Die metallenen Bestandteile der Gewehre bemale ich mit einem dunklen Metallton. Dabei gilt es, einige Details zu beachten, wie die Kolbenkappe oder auch diverse Niete. Die Trageriemen der Waffen waren ebenfalls meist aus geschwärztem Leder, genauso wie die typischen Stiefel.
Bisher sind wir mit der Bemalung gut und einfach vorangekommen, nun wird es allerdings etwas kniffliger. Wir werden nun die Schulterklappen und Abzeichen bemalen, was immer eine besondere Herausforderung ist. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Waffengattung war bei den deutschen Soldaten anhand der Schulterklappen erkennbar. Hier umrande ich die Schulterklappen mit weißer Farbe, das weist diesen Soldaten als Infanteristen aus. Die Besatzungen der Sturmgeschütze gehörten nicht zur Panzertruppe, deren Waffenfarbe rosa war, sondern zur Artillerie. Daher werden die Schulterklappen nicht mit rosa umrandet, sondern mit rot. Außerdem waren die Uniformen nicht schwarz, sondern feldgrau. Ich habe auch einen Pionieroffizier dargestellt mit schwarz als Waffenfarbe oder einen Melder der Nachrichtentruppe mit gelb als Waffenfarbe. Das mögen Kleinigkeiten sein, aber für mich ist es einfach das Salz in der Suppe bei so einem Projekt. Weiter geht es mit den Kragenspiegeln. Dazu bemale ich den Kragen zunächst mit einer dunkelgrünen Farbe. Die Kragenspiegel selbst werden mit einer Mischung aus Revell Matt 5 Weiß und Matt 99 Aluminium bemalt. Hier könnte man tatsächlich noch tiefer ins Detail gehen bei der Bemalung, aber ich halte es meistens hier lieber etwas einfacher. Da wir ja schon gerade mit Metallfarbtönen zu tun haben, bemale ich auch gleich die Koppelschlösser, Knöpfe, Ringe sowie die Brust- und Mützenadler mit Revell Matt 90 Silber. Weitere Details gibt es auf den sogenannten Schiffchen zu bemalen. Der Winkel vorn auf dieser Kopfbedeckung wiederholt die jeweilige Waffenfarbe. Unterhalb dieses Winkels befindet sich die Kokarde, die in diesem Maßstab wirklich winzig ausfällt, aber die man trotzdem nicht übersehen sollte. Diese ist außen schwarz, in der Mitte weiß und innen rot. Im Übrigen habe ich auf die Abzeichen auf den Helmen verzichtet. Diese wurden ab dem Sommer 1941 zunehmend unüblich, da sie vor allem für Scharfschützen ein günstiges Ziel boten. Die Darstellung von Blut ist im Modellbau immer so eine heikle Sache, aber ich möchte hier nicht drauf verzichten. Die Blutspuren auf dem Gesicht und dem Kopfverband des Verwundeten werden mit etwas verdünnter Acrylfarbe dargestellt. Revell 331 Purpurrot, um genau zu sein. Damit hätten wir die Bemalung der Figuren hinter uns. Um auch die nächsten Figuren sauber bemalen zu können, empfehle ich euch, die Pinsel immer gut zu pflegen. Ich reinige meine Pinsel nach jeder Sitzung mit der Pinselseife von Scale 75, damit halten die Pinsel einfach länger. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen, obwohl wir bisher praktisch gar nichts schattiert haben. Es wurden einfach nur alle Details möglichst sauber bemalt. Die meisten Modellbauer, die sich vor der Figurenbemalung scheuen, sind rein handwerklich absolut in der Lage, die Figuren mindestens genauso gut wie ich zu bemalen, wahrscheinlich sogar noch besser. Es ist eigentlich nicht schwierig, sondern eher eine Frage der Geduld. Bevor es weitergeht, empfehle ich, die Figuren mit einer Schicht matten Klarlack zu versiegeln. Das schützt unsere zeitaufwendige Bemalung vor Beschädigungen, die bei den folgenden Arbeitsschritten durchaus auftreten könnten. Nun ist es Zeit, unsere Figuren zu schattieren, zumindest auf eine ganz einfache Art und Weise. Ich mache das meistens mit einem Ölfarbenwash. Es ist ratsam, das Wash etwas stärker zu verdünnen als sonst, damit die Schattierung nicht zu extrem ausfällt. Das Wash sammelt sich vor allem in den Falten der Uniform und um die zahlreichen Details an den Figuren, was sofort für mehr Realismus und Tiefe sorgt. Auch diese Technik ist für die meisten Modellbauer nichts Neues und auch für Anfänger im Bereich Figurenbemalung leicht umzusetzen.
An dieser Stelle kann man auch einige Lackschäden auf den Helmen, Gasmasken, Büchsen und Munitionskästen auftragen. Bei diesen Gegenständen blätterte die Farbe leicht ab. Hierfür tupfe ich einfach etwas Revell Matt 91 Eisen mit einem Stück Schaumstoff auf. Genauso wie bei den Fahrzeugen müssen wir auch die Figuren etwas verstauben und verdrecken. Dafür greife ich ebenfalls auf die Erde aus dem Garten zurück, die ich wieder in ein Dreckwash verwandle und damit die Figuren großzügig einstreiche. Die überschüssige Erde wird auch hier wieder mit einem befeuchteten Pinsel heruntergebürstet und wenn wir uns im nächsten Video um das Diorama kümmern, werden wir die Farbe des Schmutzes ebenfalls wieder mit Ölfarben entsprechend anpassen. Zu guter Letzt klebe ich noch eine Landkarte in die Hände des Gradmelders und damit wären die Figuren fertig bemalt und verschmutzt. Ich hoffe, ihr konntet sehen, wie ähnlich ich bei der Bemalung und Alterung von Fahrzeugen und Figuren vorgehe und hoffe, dass ich dadurch einige Modellbauer, die sich bisher nicht so recht an das Thema Figuren herangetraut haben, etwas helfen und motivieren kann. Ich finde nämlich, dass man Figuren im Maßstab 1:35 nicht auf allerhöchstem Niveau bemalen muss, um ein Fahrzeugmodell interessanter zu gestalten oder eine Geschichte auf einem Diorama zu erzählen. Entscheidend ist meiner Meinung nach nur, dass die Qualität der Figuren der Qualität der Fahrzeugmodelle entspricht und so eben alles zusammenpasst, ohne dass das eine vom anderen ablenkt oder irgendwie störend wirkt. Rein technisch habe ich es hier extrem einfach gehalten und ich bin mir sicher, dass die meisten Modellbauer meine Schritte einfach nachvollziehen können und so einen vernünftigen Startpunkt für den Einstieg in die Figurenbemalung haben. Gut, damit wären wir am Ende dieses Videos. Im nächsten Teil des Bauberichts wird es dann um die Gestaltung des Dioramas gehen, was dieses Projekt dann auch abschließen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.